Name. Ein Applaus für mich, weil ich wieder nichts geschissen kriege. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, wo ich ab und zu mal uploade. Ich bin Laura von Voster Custom und willkommen zurück in der Schönheitsklinik. Ich wurde offensichtlich nicht operiert, aber dieser wunderbare Schuh hat eine Schönheits-OP hinter sich. Und auf einer Skala von 1 bis Kylie Jenner würde ich mal so sagen, das wäre ein Augenbrauenlifting / Nasen-OP. Also nichts Großes, man kann trotzdem einen Unterschied erkennen. Ja, was habe ich gemacht mit diesem Schuh? Kommen wir zur Backstory. Ich habe diesen Schuh auf eBay gekauft, weil ich Bock drauf hatte. War ein bisschen dreckig, war alles okay. Aber da der Schuh von 2013 ist und somit gute 7 Jahre alt ist, war die Mittelsohle gecrackt. Kann man bei einem Schuh, der bereits 7 Jahre alt ist und getragen wurde, vollkommen verstehen. Habe ich kein Problem mit. Ich dachte mir so, yes! Hobbys. Ich habe was zu tun. Auf jeden Fall. Ich verliere die ganze Zeit den Faden. Es ist 0:16 Uhr, okay. Erstmal habe ich dem Schuh eine ordentliche Grundreinigung verpasst, weil das wichtig ist. Vorwäsche ist die wichtigste Wäsche und dann kommt der Schuh erst in die Waschmaschine. Weil Waschmaschinen können nämlich nicht schrubben. Ja. Und dann habe ich die Sohlen gebleicht. Kann man jetzt eigentlich nicht mehr so gut erkennen. Vor allem bei diesen Lichtverhältnissen um 0:17 Uhr an einem Samstagabend. Ich habe keine Hobbys und keine Freunde. Oder ich will einfach samstags nicht machen. Ich hatte auch ein bisschen zu tun, okay? Ich meine, ich habe hier ein paar Projekte rumliegen. Die müssen auch Aufmerksamkeit bekommen. Das ist nicht immer nur das jüngste Kind oder das älteste Kind, was die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Nein, die ganze Familie muss Aufmerksamkeit bekommen. Sonst wird jemand vernachlässigt und muss irgendwann in Therapie. So wie wir alle irgendwann. Auf jeden Fall könnten die Sohlen wieder ein bisschen Sonne vertragen. Einen kleinen Bleichprozess. Das ist ja kein Problem. Ich habe eine Pflanzenwachslampe. Ich habe 3. Ja. Insgesamt habe ich für beide Schuhe zusammen ungefähr 8 Stunden gebraucht. Für den ersten Schuh, bei dem ich auch noch mitgefilmt habe, habe ich 5 Stunden gebraucht. Was auch teilweise daran lag, dass ich wirklich mit der Kamera die ganze Zeit rumgerödelt habe, wie ein Vollidiot, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier mache. Und weil ich auch ein paar Pausen brauchte. Insgesamt würde ich sagen, von diesen 8 Stunden habe ich ungefähr 2 zum Bemalen gebraucht. 2,5 vielleicht, mindestens. Ja, und den Rest halt für anderen Quatsch. Tapen. Aceton. Vorbereitung für die Farben. Airbrush sauber machen. Es ist nicht immer nur bemalen und fertig. Da steckt auch im Hintergrund viel Arbeit hinter. Überraschung. Aber da das niemand sehen will, werde ich es auch nicht zeigen. Das Obermaterial ist aus Nubuck Textilsorte Zeugs. Ich habe keine Fachbegriffe. Ich bin kein Schuhmeister. Ich habe benutzt an Farben. Ich habe die Mittelsohle mit der Airbrush bearbeitet erstmal und dafür habe ich die Jacquard Airbrush Color Farbe benutzt. Airbrush Color Farbe in Opaque White, Opaque Weiß übersetzt. Englisch LK. Dann habe ich von Angelus Flat White und Schwarz benutzt. Flat White ist einfach nur formatiertes Weiß. Das Angelus Weiß habe ich für die Sprenkler benutzt. Die Airbrush-Farbe zu dünn dafür ist. Das wäre sonst alles so runtergeträufelt. Da hatte ich keinen Bock drauf. Und das Schwarz habe ich für die wunderschönen Haifischzacken und dieses wunderschöne Viereck benutzt.
Und dafür braucht man auf jeden Fall ein ruhiges Händchen, welches ich eigentlich nicht habe. Eigentlich immer so, aber nach ein paar Kaffee geht das. Bei dem würde ich halt schon so sagen, ja, solide 9.2. So viel Weiß, wie da drauf war, wundert es mich nicht, dass die Sohle gecrackt ist. Auch Fabrik ist nicht perfekt. So wie mein Deutsch. Abi ist so lange her. Am Ende habe ich den wunderschönen Schuh imprägniert, zumindest das Obermaterial. Die Mittelsohle habe ich mit Klarlack besprüht. Ich hatte keinen Bock, das zu filmen. Und Schönheits-OP war fertig. Der Schuh ist verheilt nach 2 Wochen Ruhezeit. Mehr habe ich eigentlich auch nicht zu erzählen. Ich hoffe, euch gefällt das Video, das jetzt im Anschluss folgen wird. Ich hoffe, das Intro ist nicht zu lang. Es ist 12:30. It's not a game, it's a rich thing. So, ran an die Arbeit. Jetzt wird malocht. Die Laufsohle habe ich im Voraus schon mal gebleicht, da ich da ja schon mal ein separates Video zugedreht habe. Das findet ihr auf meinem Kanal, falls ihr auch pissgelbe Sohlen habt und das ändern möchtet. So, wer ist bereit für die erste Runde tapen? Wie man sieht, ich tape die Sohle schon mal ab, damit die Farbe, die ich entfernen werde mit Aceton und Wattebällchen, nicht auf das schöne Obermaterial kommt, denn das ist aus Nuback und das wäre fatal. Das bekomme ich dann nämlich nie wieder raus, wenn das liegen würde. Haha, da habe ich keinen Bock drauf, also schön viel Mühe gegeben beim Tapen, damit am Ende der Schuh auch vernünftig aussieht. Und wenn die ganze Farbe entfernt ist, dann sollte man das Tape auf jeden Fall nochmal abziehen, weil das vom ganzen Aceton abgeschwächt wird. Und nochmal neu tapen, weil das so Spaß macht. Aber am Ende möchte man ein gutes Ergebnis, also nimmt man diese Zeit ja auch in Kauf, oder? Und diesmal tapen wir auch die Laufsohle mit ab, denn da soll ja schließlich keine neue Farbe hinkommen. Und das ganze Obermaterial schütze ich mit Küchenpapier. Ein kleiner Tipp von Dr. Profi Woster hier nochmal. Nehmt euch am besten eine Pinzette oder irgendeinen stumpfen Gegenstand, mit dem ihr das Tape nochmal richtig randrücken könnt, damit ihr wirklich den perfekten Halt habt und alles gut versiegelt ist. Und dann kommt der eigentliche Spaß schon, die Airbrush-Farbe. Und die sprühe ich einfach in super dünnen Schichten auf, schön gleichmäßig. Und nach jeder Schicht gehe ich mit der Hitzepistole rüber, um das alles schneller trocknen zu lassen. Insgesamt habe ich ungefähr 8 bis 9 Schichten gebraucht, was ganz okay ist. Und dann habe ich mir meine feinsten Detailpinsel geschnappt und angefangen, die Haifischzacken und dieses wunderbare Dreieck, ja, es ist ein Dreieck, kein Viereck, wie ich dummer Idiot bezeichnet habe, auszumalen. Punkt. Satz beendet.
Für die schwarze Farbe habe ich nur 3 Schichten gebraucht, denn schwarz ist einfacher aufzutragen als weiß. Dann habe ich mir eine Zahnbürste geschnappt und habe die Mittelsohle mit feinen Sprenklern veredelt. Und im Hinterkopf hatte ich immer diesen Satz: Mehr ist mehr. Mehr ist mehr. Und am Ende sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich habe noch mit dem Zahnstocher ein paar Pünktchen hinzugefügt und dann war ich eigentlich auch super zufrieden damit. Und bevor ich voreilig das ganze Tape abgerissen habe, habe ich die Sohle nochmal mit Klarlack besprüht, draußen im Freien, in der Natur, und habe dann erst das Tape abgerissen, damit davon nichts aufs Obermaterial kommt. Und wow, 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 der Schuh ist ready. Yes, very nice. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Ich habe noch ein paar Schuhe hier rumstehen. Dementsprechend werden wohl demnächst auch noch mal ein paar Videos kommen, falls ihr Bock habt, wieder einzuzappen hier. Ja, und bis dahin, tschüsseli, ciao.